Wir sind in Flandern aber nicht, um die Flandern-Rundfahrt zu fahren, sondern wir berichten von der Velofolies. Das ist die erste Fahrradmesse im Jahr und die größte Fahrradmesse in Belgien, Luxemburg und Holland. Und ja, da das Radsportverrückte Nationen sind, gibt es ja jede Menge Highlights. Und hier kommen die Rennrad-Highlights von der Velofolies. Wir sind bei der Velofolies in Belgien und schauen uns Profi-Rennräder an, denn die Belgier sind radsportverrückt und auf ihrer größten Fahrradmesse zeigen sie natürlich jede Menge Profi-Rennräder. Ich nehme euch mit und los geht's mit dem Triathlon-Bike von Patrick Lange, das hier direkt neben mir steht. Und der zweifache Ironman-Champion hat sein Canyon Speedmax CFR hier zur Verfügung gestellt, um das zu zeigen. Und ihr seht so ein paar nette Details, wie natürlich den, so viel Luxus muss sein, Ceramic Speed Schaltwerkskäfig, das Riesenkettenblatt mit SRM-Leistungsmessung. Übrigens Monokettenblatt interessanterweise, was Patrick Lange hier fährt. Swisside Hatron-Laufräder, also dafür ist Patrick Lange ja bekannt, dass er mit Swisside zusammenarbeitet, auch seine Position mit Swisside optimiert hat. Und dann ein anderes spannendes Detail, hier kann er sich unterwegs nachversorgen mit Flüssigkeit. Und hier ist der Trinkschlauch und dieser andere Trinkschlauch geht direkt in den Rahmen ins Trinkreservoir. Ja, was haben wir noch? Go, go, go hat er sich selbst aufs Oberrohr geschrieben. 3D gedruckter Selle Italia Sattel, hinten noch eine zweite Flasche dran, hier noch eine dritte. Die Armschalen sind Custom-Anfertigungen, sieht man auch an dieser schönen goldenen Farbe und wie hier die Bar-Ends einlaminiert sind, die Auflieger. Ansonsten hier Griffstücke von Ergon, ja, das Speedmax CFR von Patrick Lange. Alles hier, was Rang und Namen hat. Das Gravel-Weltmeisterrad von Mathieu van der Poel, das Canyon Grail CFR. Und wir haben es euch schon mal ausführlich vorgestellt in unserem Video von den Gravel-Bikes der WM. Verlinken wir euch. Und hier seht ihr nochmal, ich habe nochmal extra nachgeguckt, die Lenkerbreite, die Mathieu fährt. 400 mm oben an den Hoods und einen 110 mm langen Vorbau, weil das gefragt wurde. Ja, und das Grail ist ja bekannt, das Race Gravel-Bike von Canyon mit 42 mm Reifenfreiheit. Und Mathieu fährt Vittoria Tirreno Zero und ich habe es gesehen vor Ort. Er ist hier auch tatsächlich im Rennen gefahren. Also so Semi-Slicks, Gravel-Reifen mit relativ wenig Seitenstollen. Wenn man sich den Kurs nachher angeguckt hat und die Berichte, die darüber gekommen sind, wie schlammig das doch zwischendrin war, muss man schon sagen, einige Steuerkünste hat er ja schon mehrfach bewiesen, dass er die hat beim Crossrennen und auch in Rennen. Ja, die sind da gefragt, wenn man mit solchen Reifen auf solchen Strecken fährt. Classified hat neue farbige Kettenblätter, aber das ist nicht mein eigentliches Highlight, weshalb ich hier bin, sondern das ist die TRP Classified Vista Schaltung. Ihr kennt die Classified Narbe, Zweigangnarbe, ersetzt den Umwerfer mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis wie eine normale Zweifach-Kurbelgarnitur. Und seit letztem Jahr gibt es die eben auch mit TRP-Schalthebeln. Das heißt, ihr könnt die Narbe direkt von den ergonomisch viel günstigeren Schalthebeln bedienen als mit diesem Knopf, der hier integriert war sonst. Ja, und die Gruppe sieht richtig ausgereift aus, ist eine Funkschaltungsgruppe mit einem Schaltwerk von TRP, eigenes Schaltwerk von TRP. Der Akku ist hinten im Schaltwerk eingesetzt. Umwerferakku braucht man natürlich nicht. Die Narbe holt sich ihre Energie aus der Tretbewegung und unter anderem waren letztes Jahr schon Josh Tarling mit dem System unterwegs und hat darüber berichtet, der britische Zeitfahrmeister. Und ja, Team Ineos will es verstärkt einsetzen. Es kommt verstärkt im Sport an. Piotr Harwig ist damit bei Unbound Gravel gefahren und auch das ist ein Rad, was schon im Einsatz war, was man dem Rad auch ansieht. Übrigens ein Factor Ostro Gravel Van, was hier mit der Classified TRP Vista Schaltgruppe ausgestattet ist. Ja, und übrigens habt ihr dann neben diesen schnellen Gangwechseln und geschützten Gangwechseln auch einen Übersetzungsbereich von bis zu 583% durch diese Classified TRP-Gruppe. Das ist mit der größten Kassette, die kommt am MTB zum Einsatz oder auch im Gravel zum Einsatz. Und es gibt aber auch 1036 Kassetten. Classified braucht immer eigene Kassetten und deshalb auch eigene Laufräder. Spannende Sache, Suato aus Slowenien, eine Marke für handgemachte Custom-Rennradschuhe und sie fertigen aus Carbon die Plattform und nachher kann die auch noch über Hitze ganz genau dem eigenen Fuß angepasst werden. Und so ein handgemachter Schuh kostet 400 €. Es soll aber so ungefähr in 4 Wochen sogar noch ein Modell für 200 € auf den Markt kommen. Sie bieten die Schuhe in 3 Weiten an
und in vielen Größen, auch halben Größen, also handgefertigte, auf Maß gefertigte Schuhe von Suato in Slowenien. Und ja, es gibt auch noch einige spannende Farben und ja, und der Preis ist wirklich konkurrenzfähig, finde ich. Ja, und ihr habt echt große Auswahl bei den Materialien auch für den Oberschuh. Ihr könnt hier wählen zwischen diesem super resistenten Material, das auch schnittresistent ist und ja, auch einfach super robust. Und dann könnt ihr auch natürlich verschiedene Farben wählen. Also da gibt es freie Auswahl. Und da ist jetzt zum Beispiel hier so ein bunter, sage ich mal, Reggae-inspirierter Schuh. Oder für die Rafa-Fans sowas hier. Ja, gibt's alles. Ich finde es spannend. Eine Sache habe ich noch vergessen. Dieser Schuh wiegt 185 Gramm nur in Größe 42 und das ist auch richtig leicht. Und ich zeige euch auch nochmal die Sohle. Da gibt es dann austauschbare Elemente, lebenslange Garantie drauf. Also richtig spannende Sache. Um nochmal das mit den Größen auch zu klären. Also die Schuhe sind nicht handgemacht und genau auf eure Größe, sondern es gibt eben diese Basis in bis zu halben Größen und ihr könnt die nachher an euch anpassen und demnächst kommt auch noch ein vollständig auf euch angepasster Schuh. Wenn ihr Leute mit auffälligen Brillen sucht, dann müsst ihr auf jeden Fall am Stand von Cinelli vorbeischauen, aber da gibt es natürlich auch immer richtig heiße Lackierungen. Dafür ist die italienische Marke bekannt für ihre Designs und hier ist mal ein Beispiel, das Cinelli Pressure 2, die zweite Version des Aero-Rennrads von Cinelli in der Teamlackierung, aber es setzt sich nahtlos am Stand fort. Hier mal ein bisschen das Cinelli King Zydeco King. Und ja, das hat auch ein neues Design. Alle Cinelli Bikes, mir gefällt besonders, wie sie den Lenker gemacht haben hier oben. Und dann gibt es auch immer so schöne Details hier, zum Beispiel an einer Stelle, die man eigentlich gar nicht sieht, wenn man eine Bento-Box montiert hat. Ja, und auch die Sattelstütze ist nochmal so abgesetzt. Hier ist schon mit einem Katscher allerdings. Ja, und Cinelli hat auch auffällige Kleidung. Wenn wir uns mal umdrehen, dann sehen wir das hier. Hier ist der passende Windblocker-Shirt, Windblocker-Jacke. Guck mal, was es ist. Eigentlich eine Regenjacke sogar. Ja. Passt zu dem Rad, was da hinten steht, wo jetzt die Leute drumherum stehen, was ihr jetzt deswegen nicht sehen könnt. Aero ist wieder alles, könnte man fast sagen, auf dieser Velo-Follies, denn hinter mir steht das gerade erschienene Ridley Noah Fast der dritten Generation und es ist eines der Räder, das Anspruch erhebt auf die Krone des schnellsten, nicht des leichtesten Rennrades. Und das seht ihr klar an den Aeroformen. Richtig viele neue Details dran. Ein neues Cockpit, Nimbus heißt das, mit 36 cm schmalen Hoods. Also für eine richtig windschnittige Windposition ist eines der schmalsten Cockpits, was ich hier gesehen habe, auch integriert. Und ihr seht, dass hier auch der Übergang zum Oberrohr schön flach gehalten ist, alles für die Aerodynamik. Hier kann man noch Spacer drunter machen, sodass man 3 cm höher kommt. Aber so ist es schön flach. Ja, flache Gabelscheiden hier, die 16 cm Uzi-Spielraum voll ausgenutzt. Und das Rad soll 8,5 Watt bei 50 km/h, Sprintergeschwindigkeit würde ich sagen. Bei 50 km/h soll es 8,5 Watt sparen gegenüber dem Vorgängermodell. Das angesichts der Leistung des Vorgängers schon eine richtige Hausnummer. Platz ist für Reifen bis 34 mm und ich habe auch einen Instagram-Post gesehen, wo Jonas Abrahamsen schon mit 34 mm oder 33 mm Crossreifen mit dem Rad in Norwegen trainiert hat. Das Uno X-Team fährt das Rad, also Ridley sponsert ja seit diesem Jahr das Uno X-Team. Das ist das neue Teambike. Ja, und ich finde, es sieht super schnell schon im Stand aus. Bin gespannt, was Uno X damit zeigen wird. Außerdem hat Ridley noch hier dabei das Bergrad des Uno X-Team, das ist das Falcon, aber das ist eben das Rad für die Flachetappen und soll auch tatsächlich wahrscheinlich bei den Kopfsteinpflaster-Etappen eingesetzt werden, wenn es um Speed auf Solofluchten geht. Da ist das Rad genau das Richtige für. Ridley nutzt jetzt auch die Continental Aero 111 Reifen, 111 Reifen, um hier das letzte Quäntchen Aerodynamik rauszuholen. Und der Preis für das Rad in der Einstiegsversion ist so 6.500 € geht's los und dann ist es mit einer Ultegra Di2 ausgestattet. Und was ist so, das Teambike kann man natürlich nicht kaufen, so wie es hier steht. Und jetzt zeige ich euch noch kurz das Rad in der Einstiegsversion. So, und so könnt ihr das Rad bei Ridley ab Werk kaufen. Jetzt mal in einer etwas unauffälligeren Farbe. Und ihr seht schon einen wichtigen Unterschied. Hier ist der Steuerrohrbereich anders gestaltet, das Cockpit-Design ist anders. Das verschwindet nicht unter dem Oberrohr, sondern sitzt eben ganz normal oben drauf, wie ihr das kennt. Ja, der Rest ist gleich, ein anderes Carbon Layup, aber die Rahmenformen sind alle übernommen.
Und den Rahmen gibt es für 4.199 €. Das ist eben der Ultegra Di2 Spec. Und wir gehen direkt weiter zu einem anderen Rad. Vincenzo Nibali neben mir. Vincenzo, Yeah. how do you like Velofollies? Good morning. It's a super pleasure for me this year and this day to stay here. So many people. It's a fantastic showroom. It's nice. So what's your best memory from Belgium? So I have many memories. So, for example, when I finished in the Liège-Bastogne-Liège in the second place, also the start of the Tour de France, also in Belgium. So and also the people are fantastic. Thank And you. what you gonna do today? No, today I have a special speech with in the showroom and also for the autograph for the people. But yeah, it's fantastic because the first time in the Velofolie, yeah. You're still popular in Belgium. I saw you giving a lot of autographs. The cyclists are so super popular in Belgium because it's the first sport in the nation. Yeah, it's good. Yeah. Still riding your bike a lot? Not a lot, but just for fun. Yes, for example, at the moment no, because it's super cold. Yeah. But when I have a good day and also the friends, still riding. Yeah, it's good. Thank you. Thanks for talking to us. Yeah. It was a pleasure. It's a pleasure. Thank you. Bye bye. Bye. Von Vincenzo Nibali zu Alberto Contador, denn Aurum ist die Marke von Alberto Contador. Und ja, hier ist das Gravelbike, Manto heißt es. Und das Rad wiegt so ungefähr 8,5 Kilo, habe ich gehört. Carbonrahmen natürlich und 45 mm Reifenfreiheit. Ganz klar ein Race-Gravelbike mit integriertem Cockpit. Was ich spannend finde, ist mit SRAM Red einfach hier aufgebaut. SRAM Red 1x13 Access-Gruppe. Und besonders spannend finde ich an dem Rad, dass es auch neue Laufradmarke, Räder von einer neuen Laufradmarke dran hat. Und zwar diese mit dieser besonderen Carbon-Oberfläche von Sisland. Und ich habe gerade mit den Machern gesprochen. Sie kommen aus Barcelona und der Laufradsatz wiegt so, wie ihr ihn hier seht, 1100 Gramm. Und hat eine 39 mm hohe Felge und 27 mm immerhin Innenweite. Und das ist wirklich eine Ansage, so eine breite Felge mit so einem geringen Gewicht und soll so 2.600 € kosten. Das Rad übrigens mit Red Axis gibt es so ab 8.500 €. Und wir gehen mal weiter. Bossi, auch eine Marke hier, direkt nebenan von Aurum gefunden und sie machen diesen Titanrahmen und ihr seht ganz klar, 3D-Drucktechnik kommt zum Einsatz hier an den Übergängen, fließende Übergänge. Das Rahmenset soll so 4.500 € kosten, ist auch in Deutschland zu haben, es gibt es auch in einer Custom-Lackierung, dann ist es ein bisschen teuer. Ich finde es ganz spannend, weil es relativ dünne Rohre sind und nicht so wuchtige Rahmenrohre, sondern mal ein bisschen filigraneres Titanmodell. Und ja, das setzt sich dann auch an der Gabel fort. Hier mit Scope-Laufrädern aufgebaut. Ich finde es ganz spannend. Das Colnago Y1 RS, neben dem Frenrisel-Bike, dem neuen Frenrisel Aero-Bike, sicherlich eins der meist umlagerten, wenn nicht das meist umlagerte Bike hier auf der Messe. Das neue Aero-Rennrad von Tadej Pogačar sozusagen. Und umstritten wegen seiner Form an der Sattelstütze. Und ihr könnt da sehen, dass die Sattelstütze nur einen sehr geringen Einschub hat. Ansonsten sehr schön gemacht, finde ich eigentlich. In echt, finde ich, sieht es eigentlich noch besser aus als auf den Bildern. Aber es wurde im Forum wirklich auf Rennrad News sehr heiß diskutiert. Das Rad, wie es hier steht, mit Shimano Dura Ace Di2 Gruppe, kostet übrigens 16.500 € ungefähr, nagelt mich nicht auf die 500 € fest. Ist damit sicherlich eines der teuersten Rennräder überhaupt, das es gibt. Soll, so wie es da steht, auch mit den NWSS 4.5 Laufrädern 7,2 Kilo wiegen laut Colnago. Und spannende Details sind hier, was ihr kennt von Cervelo, dieser Übergang, diese nach vorne verlagerte Frontfläche. Und der Gabelschaft rotiert hier weiter hinten. Und der Lenker sieht ein bisschen auch aus wie beim Cervelo, aber hat noch eine stärkere Y-Form, denke ich mal, heißt es. Ziemlich schmal, die Bremshebel auch stark angestellt, wie es jetzt Trend ist bei den Profis. Und weiter geht es bei den Flaschenhaltern. Hier hat Colnago auch dafür gesorgt, dass die Flaschen aus dem Wind genommen wurden. Das ganze Rad natürlich im Windkanal getestet. Und Colnago verspricht, dass es eines der schnellsten Rennräder im Peloton ist jetzt. Früher
gab es ja Diskussionen, dass Tadej Pogačar vielleicht mit einem sehr langsamen Colnago V4 RS im Vergleich zu den anderen stark Windkanal optimierten Aero-Rennrädern unterwegs ist, also zum Beispiel im Vergleich zum Cervelo S5. Ich bin gespannt, wie dieses Rad in Windkanaltests abschneiden wird. Weiter geht's bei Colnago mit einer super spannenden Lackierung, denn die drückt alle Erfolge von Tadej Pogačar aus. Diese Sonderfarbe des Colnago V4 RS, also das Rad, mit dem Tadej Pogačar die Tour gewonnen hat, den Giro gewonnen hat, beste Nachwuchsfahrer war und noch vieles mehr und Bergtrikot gewonnen hat, auch schon mal das grüne Trikot anhatte. Also alle Farben vereint in diesem Rahmen. Übrigens, sein Name steht auch auf dem Oberrohr und das Rad kostet über 17.000 Euro. Sicherlich eins der teuersten Rennräder, die man überhaupt kaufen kann in dieser Sonderausstattung. Ja, wenn ihr euch einen Colnago leisten könnt, dann könnt ihr euch vielleicht auch einen Jäger leisten. Jäger ist eine Custom-Rahmenbaumarke aus Belgien und sie haben gerade ihre neue Produktion hier um die Ecke in Gent eröffnet. Und ihr seht, warum ich das Rad ausgesucht habe. Es hat eine Wahnsinnslackierung. Jäger hat diese Lackierung selbst entwickelt. Sie sagen, man kann sie nur bei Jäger bekommen. Sie changiert nicht nur zwischen zwei Farben, wie diese üblichen Kamelienlackierungen, sondern zwischen mehreren Farben und hat auch noch diesen Metallic-Effekt. Also eine Mischung aus verschiedenen Effekten. Das Rad selber ist auch ein Highlight. Jetzt kommt erstmal der Preis. Wenn ihr es so haben wollt, wie es hier steht, 24.000 Euro, definitiv ein Anwärter auf das teuerste Rennrad der Messe. Und ist ein Columbus XCR Rahmen mit 3D gedruckten Teilen und da kommt jetzt noch eine Spezialität ins Spiel. Also die Verbindungen zwischen den Rohren werden 3D gedruckt und für diesen 3D-Druck der Verbindungsstücke, die ja auf den Winkel der Rohre angepasst sein müssen, in den verschiedenen Rahmengrößen, und das ist ja eine Custom-Rahmenmarke, also sie baut nur nach bestimmten Körpergrößen, hat Jäger eine Software entwickelt, die automatisch, wenn die Geometrie festgelegt ist, die Teile ausspuckt für den 3D-Drucker, also nicht den 3D-Druck schon macht, sondern einfach die Berechnung für den 3D-Drucker erledigt, sodass die direkt gedruckt werden können. Das ist eine ziemliche Investition und Jäger sagt sogar, dass diese Investition gar nicht in dem Preis für dieses Rad enthalten ist. Ansonsten sind noch Parkington-Laufräder aus Australien dran, die den Preis ordentlich in die Höhe treiben, wiegen nur 1100 Gramm pro Set und die gehen allein mit 7.000 Euro zu Buche und dann da wirkt so eine Shimano Dura STI2-Gruppe schon geradezu standardmäßig. Hier auch noch eine schön lackierte Endwiststütze, also richtig viel Liebe im Detail steckt in diesem Rad. Ach so, und bevor wir jetzt weitergehen, habe ich noch das Gewicht von dem Rad vergessen. 7,65 Kilo, was für ein Stahlrad richtig leicht ist. Dieses Rad haben manche von euch vielleicht schon mal im Internet gesehen. Das Seca Spear RDC ist ein bisschen charakteristisch, ist dieser Übergang zwischen den Sitzstreben und dem Sitzrohr. Daran kann man es erkennen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Lufteinlass zum Hinterrad, hat aber mehr Komfort und optische Gründe als tatsächlich Aero-Gründe. Ja, und das ist eines der leichtesten Rennräder, was man tatsächlich kaufen kann im Moment. Dieser Aufbau, wie er hier steht, Seca Spear RDC, soll um die 6,3 Kilo wiegen. Und ihr könnt das, der Seca ist ein chinesischer Hersteller, einer der großen chinesischen Hersteller, die jetzt mit eigenen Marken auf den Markt kommen. Schlanke Sattelstütze aus Carbon seht ihr. Und die geringe Kilozahl wird natürlich auch durch diesen Berg-Leichtbausattel erreicht sein. Und die ebenfalls ziemlich leichten Scope-Laufräder, ebenfalls aus den Niederlanden, wie der Importeur sitzt ebenfalls in den Niederlanden. Und es gibt verschiedene Varianten des Rads. Das ist die leichte Variante. Da wiegt das Rahmenset je nach Lackierung in Größe M zwischen 685 und etwas über 700 Gramm. Dann gibt es noch eine etwas schwerere Standardvariante. Standardvariante könnt ihr kaufen als Rahmenset, also als Komplettrad könnt ihr das nicht kaufen, es sei denn über einen Händler. Aber wenn ihr als Rahmenset kauft, kostet es so um die 2.300 in der günstigen Variante und diese hier über 3.000, sage ich mal. Und ihr könnt das Rad in verschiedenen Farben bekommen. Einige seht ihr hier hinter mir und das Rad kommt in so einer Box zu euch, in der alles drin ist. Was ihr in dieser Box seht, das heißt das Cockpit von Seca, Rapier heißt das Aero-Cockpit, ist ebenfalls schon dabei. Und das macht es besonders interessant, denn das relativiert den Preis, der ja jetzt nicht so typisch ist für das, was man kennt von chinesisch, direkt aus China importierten Fahrrädern. Das macht den Preis nochmal interessant. Das ist die Farbauswahl.
Rennradtrikots bei Q36.5 und noch ein paar kleine spannende Details hier. Und zwar zeige ich euch mal neue Aero-Rennradsocken. So können die aussehen. Ihr seht hier diese Struktur, die sorgt eben dafür, dass der Luftstrom ein bisschen rauer bzw. abgelenkter wird und dadurch besser um die Beine gleitet. Und die sind schön dünn, also gute Aero-Socken für den Sommer. Und das gleiche gilt eigentlich auch für die Trikots, sind auch ist ein sehr dünnes Material und dazu gibt es auch passende Armlinge, die auch ein super dünnes Material haben. Und ansonsten spannend bei Q36.5 finde ich auch immer die Farben. Ihr seht ja immer so eine Auswahl. Maglia Rossa, das ist mein Favorit. Campagnolo ist zurück in der World Tour und hier vor mir steht das Rad, mit dem Campagnolo zurück in die World Tour kommt. Nämlich das Look 795 Blade RS, das Aero-Rennrad von Look von Jon Izagirre, dem Basken. Und ja, so ein paar Details an dem Rad finde ich spannend. Neben der Campagnolo Superrekord WRL-Gruppe, die ja die Funkschaltungsgruppe von Campagnolo ist. 2x12 Gänge, interessante Taster auch. Spannend an dem Rad finde ich das Cockpit, Eigenproduktion von Look. Bestimmte, schön ein bisschen andere Form. Es fühlt sich auch so ein bisschen samtig an. Finde ich ganz schön gemacht. Ja, und dann seht ihr eben die Aeroformen. Sicherlich nicht eins der super aerodynamischsten Räder im Peloton, aber mir gefällt auch die Farbgebung und die Form. Und nebenan, am Rad von Campagnolo, habe ich auch noch neue Chamal-Laufräder entdeckt mit dieser Wellenform, wie ihr die ja vielleicht auch schon von anderen Herstellern kennt, aber Campagnolo hat sie jetzt auch an so Chamal-Laufrädern und die gucken wir uns eben auch noch kurz an. Ein letztes Fundstück, bevor ich weiterziehe. Hier bei Thompson gibt es auch immer besondere Lackierungen. Und apropos Lackierungen, wir haben auch ein Video zu den weiteren Highlights von der Velofollies und das verlinken wir euch unten. Schaut euch das gerne an. Ich sage Tschüss und vielleicht sehen wir uns an gleicher Stelle nächstes Jahr wieder. Es hat mir richtig Spaß gemacht, hier zu sein. Belgien ist immer eine Reise wert. Vielleicht kommt zur Flandern-Rundfahrt auch mal wieder, wir werden sehen. Abonniert gerne unseren Kanal, kommentiert, stellt Fragen, bleibt dran. Bis bald.